Das ist unglaublich. Dieser Indikator ist der profitabelste von allen. Hallo Freunde, heute werden wir unsere Einzahlung mit einer Strategie für den Stochastikindikator vermehren. Es wird sehr interessant und nützlich sein. Schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an, um Ihr neues Wissen in die Praxis umzusetzen und mit mir zusammen schon heute Geld zu verdienen. Für den Anfang wählen wir eine Grafik und stellen den Indikator ein. Wir öffnen ein Geschäft für steigende Kurse und stellen den Indikator ein. Im Indikatormenü wählen wir Stochastic Oscillator, klicken, K-Periode ist 13, D-Periode ist 8 und die dritte ist 8. Und ich habe die obere und untere Linie ausgeschaltet, weil wir sie heute nicht brauchen. Jetzt sehen wir diese blauen und gelben Linien als unseren Indikator. Da unser Handel im Gange ist, werde ich Ihnen sagen, wie man eine richtige Grafik für den Handel auswählt. Zunächst einmal beträgt der Zeitrahmen eine Kerze, heute 15 Sekunden. Aber die Verfallszeit ist 1 Minute. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Ansatz. Die Sache ist die, dass die Stochastik ein Signal für die Zukunft anzeigt, nicht für den Moment. Signale brauchen also eine gewisse Zeit, um zu wirken, und das ist mehr als eine Kerze. Wenn die Kerzen auf 1 Minute eingestellt wären und wir sofort nach Erhalt die Signale Geschäfte eröffnen würden, würden wir verlieren. Unser Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen, was bedeutet, dass wir alles richtig gemacht haben. Für den Anfang brauchen wir eine Grafik mit einem regelmäßigen Trendwechsel. Es geht aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts und so weiter. Ein wellenförmiger Trend. Der Stochastikindikator zeigt schnelle und genaue Kreuzungen in den Momenten, in denen ein gutes Geschäft möglich ist. Hier haben wir ein Geschäft nach oben eröffnet, weil die blaue Linie die rote Linie nach oben gekreuzt hat. Machen wir es grün. Wenn die grüne Linie die rote Linie nach oben kreuzt, ist das ein Signal für einen Anstieg. Es bedeutet einen Trendwechsel, nachdem wir ein Geschäft eröffnen. Um das zu verdeutlichen, sollten wir auch diese Linie rot markieren. So. Die rote Linie signalisiert eine Senkung und die grüne eine Erhöhung. Wir haben ein weiteres $200 Geschäft für steigende Kurse gemacht, weil unser vorheriges $100 Geschäft verloren hat. Wir werden den Verlust einfach mit dem zweiten Geschäft ausgleichen. Ich denke, wir sind fertig mit diesem Währungsspar und machen weiter. Und hier ist ein sehr interessantes Signal. Eröffnen wir sofort ein Geschäft auf steigende Kurse. Die Indikator sieht überall gleich aus. Hier kreuzt die grüne Linie die rote Linie nach oben. Hier, was einen neuen Aufwärtstrend bestätigt. Zuvor hatte die rote Linie aufgrund der sinkenden Marktbewegung die Oberhand gewonnen. Aber dann kehrt sich die Grafik um, bestätigt den neuen Aufwärtstrend und wir können furchtlos auf steigende Kurse setzen. Ich hoffe, alles ist klar. Unsere $100 schließen mit Gewinn, öffnen wir ein anderes Währungspaar. Dies ist ein Beispiel für eine schlechte Grafik. Ja, es gibt eine Seitwärtsbewegung ohne klaren Trend. Das ist der Grund, warum es so viele Kreuze gibt. Wir handeln nicht, wenn das passiert. Diese Art von Signalen ist nicht gültig. Wir suchen nach seltenen Kreuzungen,
die uns tatsächlich gute Ergebnisse bringen. Hier ist ein schönes Signal zum Absenken. Die rote Linie kreuzt die grüne Linie nach oben. Das ist ein bärisches Signal, also öffnen wir ein Geschäft zum Absenken. Es gab einen schönen kleinen Aufwärtstrend und jetzt geht der Trend wieder nach unten, was vom Indikator bestätigt wird. Falls es sich nur um eine Seitwärtsbewegung handelt, wechseln wir zu einem anderen Währungspaar und decken diesen Verlust mit einem $200-Geschäft. Es ist uns nicht gelungen, hier einen Gewinn zu erzielen. Ich kann meine Fehler zugeben. Es hat keinen Sinn, hier zu handeln. Wählen wir ein Währungspaar mit einem klaren Trend und Signalen. Hier eröffnen wir ein Geschäft zur Senkung. Ich sehe eine kleine Menge an guten Signalen. Das Kreuzen der roten Linie nach oben steht kurz bevor, was auf einen bevorstehenden Abwärtstrend hinweist. Sehr gut. Unser zweites Geschäft verliert ebenfalls. Wir haben weiter auffallende Kurse. Ich bin sicher, dass dieses dritte $450-Geschäft mit Gewinn abschließen wird. Wenn das der Fall ist, wird unser Nettogewinn alle vorherigen Fehlschläge abdecken und uns zusätzlich Geld übrig lassen. Ich warte auf das Ergebnis. Das ist es. Das ist der Sinn der Martingale-Strategie. Wir haben $405 verdient. $300 davon sind eine Entschädigung für die verlorenen Geschäfte und wir haben sogar noch mehr Gewinn mit einer niedrigen Gewinnrate. Die Signale haben sich als richtig erwiesen. Wie merken Sie das? Jetzt machen wir weiter. Hier möchte ich ein Geschäft zum Steigen eröffnen. Es gab einen ziemlich starken Abwärtstrend, seine Umkehr wurde bestätigt und jetzt nach der Korrektur können wir aufsteigend handeln. Es gibt auch eine Unterstützungsstufe in der Nähe, so bin ich sicher, dass alles in Ordnung sein wird. Die Unterstützungsstufe hier. So Leute, so sieht der Handel mit dem Stochastic Accelerator aus. Wenn Sie kostenlose Signale für diesen Indikator erhalten möchten, abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal über den Link in den angeheftigten Kommentar. Viel Glück mit Ihrem Handel. Tschüss.